langsam sollten wir mal herausfinden, ob wir in Zukunft unsere Videos auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch machen wollen. Und bitte, bitte wieder auf Berndeutsch. Krass, wie viele nützliche Infos in deinen Videos stecken, hab vorher kaum was verstanden. Okay, also ich glaube, langsam sollten wir mal herausfinden, ob wir in Zukunft unsere Videos auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch machen wollen. Definitiv besser mit normalem Deutsch. Okay, also das ist jetzt gerade ein bisschen arrogant. Und normales Deutsch, was soll das? Ach, nee, ich lese da nur gerade diesen Kommentar vor. Die Leute haben da eine ziemlich starke Meinung zu diesem Thema. Oh, wir dürfen Kommentare vorlesen. Super, da habe ich einiges auf Lager. Schau mal hier. Nein, Hochdeutsch. Du hast mich immer an meine Heimat erinnert, aber das hört sich jetzt für mich einfach nur noch grusig an. Okay, aber das sehen jetzt doch nicht ganz alle so. Guck mal hier. Sehr schöne Aussprache. Man erkennt dich wie als neuer Sprecher. Weiter so. Kannst es beibehalten. 3 Thumbs up. Hui. Aber im Fall, eigentlich wollten die Deutschen sogar lieber Schweizerdeutsch haben. Schau mal hier. Komme aus Deutschland und bitte dich inständig beim Schweizerdeutsch zu bleiben. Viel cooler und authentischer. 2 Thumbs up. Oder der hier. Deutsch ist für mich klar leichter verständlich, trotzdem gefällt mir dein authentisches Schweizerdeutsch besser. Sogar die von Englisch reden wollen lieber Schweizerdeutsch. Great Witz, mate. Please do them in Schweizerdeutsch. Und schau, die Leute wollen einfach wieder Berndeutsch haben. Schau hier, bleib bitte beim Schweizerdeutsch. 6 Thumbs up. Oder hier, ich habe den Dialekt schon viel cooler und authentischer gefunden. 2 Thumbs up. Oder der da, ganz klar immer noch Berndeutsch. 12 Thumbs up. Es geht weiter, Mundart ist super. 6 Thumbs up. Und es hört nicht auf. Berndeutsch 4 Thumbs up. Und bitte wieder auf Berndeutsch. 6 Thumbs up. Da muss ich glaube ich einfach gar nicht mehr sagen. Ist doch einfach ein klarer Fall, oder? Ist ja klar. Die Schweizer wollen einfach alle lieber ihre eigene Sprache. Und ja, offenbar gibt es auch ein paar Deutsche, denen das Schweizerdeutsch offenbar ganz gut gefällt. Aber es gibt halt auch ganz viele, die verstehen das Schweizerdeutsch halt einfach nicht. Guck mal hier. Krass, wie viele nützliche Infos in deinen Videos stecken. Hab vorher kaum was verstanden. Oder der hier, komme aus Nordrhein-Westfalen, konnte dich vorher nicht verstehen, zuhören war echt anstrengend. Das hier ist viel besser, würde jetzt regelmäßig schauen. Siehst du, wie wir das Zielpublikum von dem Kanal vergrößern könnten? Es könnte ja sein, dass es viele so sehen. Oder der hier, ich habe dein Video zum ersten Mal durchgängig angeschaut, bitte bleib beim Hochdeutsch, 2 Thumbs up. Oder hier, diesmal verstehe ich dich problemlos, habe mich vorher ganz schön konzentrieren müssen, um einigermaßen zu verstehen, was du meinst. 3 Thumbs up. Und da geht's gleich weiter. Habe deine Videos vorher immer nur sporadisch angesehen, weil du eben schwer zu verstehen warst. Hochdeutsch kann es gern bleiben. Oder auch der hier. Ich habe dich zwar vorher auch zu 90% verstanden, aber auf Hochdeutsch ist es doch leichter. Weißt du, es ist doch einfach viel geiler, wenn die Leute uns verstehen und entspannt unsere Videos gucken können. Ja, aber Berndeutsch ist doch einfach viel sympathischer. Schau da. Du bloß in deinem Schweizerdeutsch plaudern ist viel sympathischer als Text. 8 Thumbs up. Und dann tut er nochmal nachdoppeln. An die es nicht verstehen, sollen es halt lernen. Hallo? Was soll jetzt das? Und ich dachte immer, die Deutschen gelten als arrogant. Schon gut, ist ja sicher nicht ganz ernst gemeint gewesen. Aber schau mal hier. Bitte wieder auf Berndeutsch. Das bist erstens mehr da, zweitens ist dein Hochdeutsch etwa gleich wie meins nicht mein Lieblingsfach gewesen. Moment, warte mal schnell, das kann ich so nicht ganz stehen lassen. Also ja, mir ist ja schon klar, dass mein Hochdeutsch nicht so ganz dem klassischen Schulhochdeutsch entspricht. Aber jetzt mal ehrlich, außer in den synchronisierten Hollywood-Filmen redet doch eigentlich kaum jemand so. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, dass ich bis 21 nur Hochdeutsch geredet habe. Jetzt weiß ich ja selber, dass dabei irgend so eine komische Mischung rausgekommen ist. Das ist wahrscheinlich irgend so eine Mischung aus deutscher Umgangssprache und Schweizer Akzent. Und klar, das ist jetzt halt einfach mal nicht das, was am sympathischsten wirkt. Aber mein Hochdeutsch ist jetzt halt einfach mal so und alles andere wäre einfach gestellt. Sorry übrigens an Motto 8917, das war nicht als Angriff gemeint, du konntest das ja gar nicht wissen. Ich wollte das halt einfach mal erläutern. Aber da kommt ja noch ein weiterer Punkt. Ah ja, genau. Da. Drittens gibt es ja deutsche Untertitel, wo unsere Nachbarn aus dem grossen Kanton und Zürcher mitverfolgen können, was du so erzählst. Ich fände es viel besser. Ist doch so. Die Deutschen, die sollen doch einfach Untertitel lesen, oder? Schau da. Berndeutsch fand ich viel besser und direkter Hochdeutsch als Untertitel reicht vollkommen. 2 Thumbs up. Oder der hier.
Oh, bitte wieder Berndeutsch, das ist der Grund, wieso ich deine Videos so cool finde. Weil Schnorri, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Okay, jetzt wüssten wir ja, der mit dem Schnabel gewachsen. Das stimmt eigentlich nicht, aber das ist hier ja gar nicht der Punkt. Schau jetzt, für alle anderen hast du ja Untertitel. Als Beispiel dort Videos von Juraj Koren. Verstehst du auch nur dank der Untertitel, aber es ist halt einfach viel authentischer, als wenn du zum Beispiel über Englisch redest. Moment mal, da machst du es dir jetzt vielleicht doch gerade ein bisschen zu einfach. Guck mal den hier. Mit dem Hochdeutsch bekommst du jetzt sogar ein Abo von mir. Videos sind wirklich immer super erfrischend und ehrlich, aber manchmal durch den Dialekt in Teilen anstrengend. Das liegt dann wohl nur daran, dass man durchaus viel versteht, aber schon sehr genau zuhören muss oder eben gleichzeitig den Untertitel nutzt. Das ist eben auch der Grund, warum ich leider die unzähligen tollen französischen Videos nicht erreiche. Weißt du, in unseren Videos, da gibt es ja immer das eigentliche Video, dann gibt es die Visualisierung mit Ogoi und dann gibt es das Cockpit mit den ganzen Daten wie Geschwindigkeit und Steigwerte und so. Und eigentlich ist es ja fast schon zu viel, das alles gleichzeitig anzugucken. Und stell dir jetzt mal vor, du müsstest dazu gleichzeitig auch noch Untertitel lesen. Da geht doch unser Format ein bisschen kaputt dabei. Guck mal da. Ja, Hochdeutsch ist für mich tatsächlich entspannter, das Video mitzuverfolgen. Und übrigens, so unsympathisch scheint das Hochdeutsch ja auch nicht zu wirken. Ich finde dich auf Hochdeutsch genauso sympathisch, da brauche ich wenigstens keine Untertitel einblenden. 3 Thumbs up. Oder hier, wegen mir gerne weiter auf Hochdeutsch. Hochdeutsch finde ich auch super. Du machst mir einfach langsam ein bisschen zu gute Argumente. Das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Also, wenn es halt nichts anderes mehr hilft, dann muss ich mit der schweren Waffe ausfahren. Schau mal den hier. Danke für die Untertitel, so lernt man gleichzeitig noch etwas Berndeutsch. Siehst du jetzt? Die Leute lernen es. Es geht doch gleich. Oder schau mal den hier. Ich habe durch deine Videos das Schweizerdeutsch teils gelernt, nachdem ich in die Schweiz gezogen bin. War auch eine gute Ausrede, als meine Frau fragte, warum ich wieder Gleitschirmvideos schaue. Du, warum darf der eigentlich keine Gleitschirmvideos schauen? Ist eigentlich egal, aber vielleicht wäre das mal eine spannende Geschichte. Aber eben, willst du jetzt ernsthaft, dass der arme Mann nicht mehr Schweizerdeutsch lernen kann? Und dass er keine Ausrede mehr hat, Gleitschirmvideos zu schauen? Oh cool, eine Story. Das habe ich auch. Danke fürs Hochdeutsch, da muss meine Cousine aus der Schweiz mir nicht mehr helfen. Ja, aber nein, jetzt bricht er plötzlich noch nur wegen dir den Kontakt mit seiner Cousine ab. Also ich würde sagen, der Punkt geht jetzt eindeutig an mich. Okay, war ja ganz witzig. Aber kommen wir doch mal wieder zu den Argumenten. Der Algorithmus scheint das Hochdeutsch wohl zu belohnen. Ich bin mit diesem Video auf den Kanal gestoßen und frage mich, warum erst jetzt? Gerade zur Kontrolle ein älteres Video angeschaut. Geht schon, ich bleibe so oder so dabei. Oder hier, sprachlich unbedingt so beibehalten, du erweiterst den Interessentenkreis ganz sicher immens. Ja, ich habe tatsächlich den Verdacht, dass der YouTube-Algorithmus die hochdeutschen Videos lieber verbreitet. Mein Verdacht ist halt einfach, dass er die Schweizerdeutschen nicht versteht und die deshalb einfach abstraft. Und ja, die Zielgruppe, die wir so erreichen können, die ist halt einfach immens viel größer. So ganz grob geschätzt gibt es vielleicht ungefähr 10 Millionen Leute, die problemlos Schweizerdeutsch verstehen. Hochdeutsch, das verstehen ungefähr 100 Millionen. Und dann gibt es ja auch noch viele Leute, die vielleicht gerade Deutsch lernen oder so. Guck hier, vielen Dank, dass du Deutsch in deinem Video sprichst. Ich kann dir sagen, es ist nicht nur für Österreicher und Deutsche, sondern auch für Leute wie mich, die eigentlich einige Kenntnisse in Deutsch haben und das gut verstehen könnten. Und das ist von mir aus gesehen Gold wert. Danke nochmals. Ja, aber Schweizerdeutsch fängt halt einfach viel mehr. Und ich kann mit Schweizerdeutsch einfach Stimmungen so viel authentischer überbringen. Klar, es ist sicher eine Spur cooler auf Schweizerdeutsch. Aber vielleicht ist das halt auch nur Gewöhnungssache. Das kann ja sein. Aber wir müssen uns jetzt einfach entscheiden. Komm, wir müssen das jetzt einfach schnell privat besprechen. Okay, machen wir so. Also, wir haben entschieden, dass wir uns nicht entscheiden. Na klar, Schweizerdeutsch kommt mal wieder schön polemisch daher. Also ja, entschieden haben wir uns schon. Aber für beides. Die Mehrheit von den neuen Videos werden in Zukunft wahrscheinlich Hochdeutsch sein. Was heißt jetzt die Mehrheit? Das wird sich noch zeigen müssen. Da will ich mich noch nicht genau festlegen, aber sehr wahrscheinlich eben mehr als 50%. Also so Erklärvideos wie zum Beispiel bei Ogoi oder auch so eine Reihe von Themenvideos, die ich noch geplant habe, die mache ich sicher Hochdeutsch. Oder auch andere Videos, bei denen ich sehr viele Informationen reinpacke, werde ich in Zukunft wahrscheinlich eher auf Hochdeutsch machen. Weil diese Videos sind halt wirklich sehr aufwendig und da will ich halt sicherstellen, dass das möglichst viele Leute sehen können. Und bei solchen Videos ist es mir dann je nachdem halt einfach wichtiger, dass mich die Leute verstehen, als dass es authentisch rüberkommt. Aber nachher gibt es halt einfach auch Videos, die auf Hochdeutsch nicht so richtig funktionieren. Vielleicht würde es einfach komisch wirken. Vielleicht ist es einfach sehr wichtig, dass es wirklich authentisch rüberkommt.
Und dann gibt es halt einfach auch Videos, die einen sehr starken Lokalbezug haben. Und in diesen Fällen werde ich die Videos weiterhin auf Schweizerdeutsch machen. Von dem her wird es sicher nach wie vor auch zwischendurch mal noch ein berndeutsches Video geben. Wie zum Beispiel das Video hier, falls du das noch nicht gesehen hast. Und das Video hier würde dir übrigens noch der Algorithmus empfehlen. Und wenn der tatsächlich hochdeutsche Videos bevorzugt, müsste es jetzt wahrscheinlich ein hochdeutsches sein. Kannst du mir echt schnell einen Kommentar machen, ob das wirklich der Fall ist? Das würde mich echt noch wundern. Aber das wäre es jetzt von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Habt's noch gut. Ciao zusammen. So, jetzt hoffe ich, dass ihr gefilmt.